Also bin ich heute zum Briefkasten gegangen und das hier weiterhin. Das ist ein aktualisierter Controller. So, das ist mit meinem G40-Laser Lightburn ausführen kann. Ich kann es kaum erwarten, das zu installieren. Ich habe ein Video per E-Mail zusammen mit diesem Paket hierher geschickt und ich kann Ihr Video verfolgen. Ich weiß nicht, wie das laufen wird. Also werde ich einen Probelauf machen, das alles zuerst installieren und dann ein Video für Sie schneiden. Ich werde dies unglaublich einfach machen. Ich werde alle Probleme, die ich hatte, beseitigen und diese Schritte für Sie eliminieren, so dass dies ein sehr schneller, sehr schmerzloser Prozess für Sie sein kann. Also gut, mal sehen, was Sie in der Box enthalten ist, die wir hier haben. Ich habe ein paar Anleitungen, ein kleines Bilddiagramm, ein paar Drähte. Ich glaube, da sind 4 verschiedene Kabelbäume dahin, ein USB-Kabel, ein paar kleine Handwerkszeuge, die irgendwie praktisch sind, einen kleinen Schraubenzieher und eine Steckschlüssel. Und dann ist dann noch der eigentliche Controller, selbst hübsches kleines Paket hier, Monport hat. Also diese. Zusammengestellt. Schritt Nummer 1. Sie müssen Ihre Schalter neu verkabeln. Das ist ganz einfach. Sie müssen sie nur identifizieren. Hier sind diese grünen Kasten, die befinden sich auf der linken Seite meines Lasers. Aber Sie können die Verkabelung hier auf der linken Seite sehen. Da das, was Sie tun müssen, ist das Kabel abzutrennen. Also in die Mitte zu legen, als dort anzulöten oder einfach das Kabel dort zu verstellen und schon können Sie mit. Schritt Nummer 2 vorfahren. Sie müssen hier alle Kabel trennen. Die Kabelbäume mit dem Kraftwerk verbunden sind. Sie können sehen, dass es genau dort wir sind auf diese Zeige und dann hier auf dem Controller selbst sind es auch 4. Also müssen Sie nur noch 4 tun. Nur mit ein wenig Beharrlichkeit ist es so hart, diese fremden Dinge abzuschütteln, weil man nichts kaputt machen will, sondern nur hin und her wackeln, damit sie abspringen. Wenn Sie also erst einmal eine Seite fertig haben, müssen Sie nur noch kommen. Auf der anderen Seite ist also der Controller. Nehmen Sie diese ab. Da ist ein bisschen Heizkabel, da mein Port da reingesteckt hat, nur um diese zu gehen, da Sie bleiben. Aber lassen Sie die einfach abziehen, keine große Sache.
Da ist alles in Ordnung. Ihr nächster Schritt ist nötig, um den Controller aus dem Laser herauszunehmen. Gibt es eine kleine Haltung, die Ihnen tatsächlich mit diesem Paar Motoren hier festhat, und dann gibt es eine etwas höher auf der Tastenseite. Daher war in diesem Controller Upgrade Kit diese kleine Touch-Einheiten anzeigen, ist ein kleiner Schraubenschlüssel dahin, mit dem Sie diese Motoren einfach abziehen können. Sie lassen sich ganz einfach lösen. 2 unten und eine oben liegen. Sobald Sie diese erste Runde abgenommen haben, können Sie das Ding einfach zurückwackeln und so weiter. Und diese ganze Haltung wird mit einem alten Controller herauskommen. Hier ist der neue Controller, er sieht eigentlich ganz nett aus. Und dann sind auf der Rückseite 4 Schrauben. Also ersetzen Sie ihn im Grunde einfach so, wie ich das hier zeige, nehmen Sie das Alter von dieser Haltung ab und befestigen Sie es dann mit diesen Schrauben. Hier wieder an dieser neuen Haltung. Der erste Kabelsatz. Dann Sie anschließen sind die Stromkabel hier in der oberen linken Ecke, die Sie im Grunde genommen gerade haben. Ich werde diese neuen Kabelbäume nehmen, die man in der Packung bekommt. Er hat ein rotes und ein schwarzes. Man schraubt diese einfach dort hinein und dann wird auf der anderen Seite dieser Kabelbaum sein, der hier einfach mit dem Kraftwerk verbunden wird. Kein Wunder, schon kann es losgehen. Der nächste Kabelsatz, den Sie anschließen werden, sind die Schritt-Motorkabel. Hier in der unteren linken Ecke befinden sich 2 Schlitze und ich zeige darauf, dass Sie die einfach hineinschieben. Stellen Sie dort sicher, dass ihr Schalter befindet sich direkt in der oberen Reihe. Es sind nur ein paar Steckplätze frei, sodass Sie diese einfach dort anschließen können. Ganz einfach. Sie können sehen, dass Sie dort einfach einhassen. Und auf der anderen Seite davon befindet sich nun ein kleiner Kabelbaum, wird an einen Kabelbaum angeschlossen, der aus Ihrem Laser kommt. Jetzt müssen Sie den Ladestromkabelbaum anschließen, sodass Sie auf der linken Seite dieser Steuerung den mittleren Anschluss sehen. Als dort nehmen Sie eines der in der Packung enthaltenen Kabel und befestigen Sie es dort hinein und dann auf der anderen Seite wird dieser Kabelbaum hier sein. Also ein 3-poliger Kabelbaum, sodass er einfach an der Stelle genau hier
auf dem Powerhouse-Steuer gehabt. Einhastet. Als sollte so aussehen, als hatten Sie hier Ihren Controller mit all den Kabeln, die Sie dort angeschlossen haben, und dann alle Kabel am Kraftwerk als erstes müssen Sie diesen USB-Anschluss direkt an den Netzschalter anschließen, aber noch einmal durchgehen. Und diese Stellen, dass alles stimmt, ist hier ist angeklammert. Alles ist sicher an Ihrem Controller. Und dann auch hier unten im Kraftwerk dieses weiße Kabel, das Sie hier nicht verwenden werden, war ein altes Kabel, das vom Kraftwerk bis zum Bedienfeld oben führte. Ihr Laser. Das jetzt, da Sie Ihren Controller erfolgreich aktualisiert haben, nichts davon mehr verwendet wird, alle Ihre Leistungseinstellungen und alle Ihre Ladeschalter und Ihre Tasks und alles, was davon wird durch Light verbannt, sodass Sie es nicht so tun. Ich behaupte, dass ich überhaupt nicht, also habe ich meinen Controller tatsächlich abgeklemmt und meinen Controller genau dort vorne und in der Mitte platziert. Ich fand, dass er so cool sieht, dass er ein paar Leiter hat. Diese Lampe wird hoch sein, wenn ich sie an meinen Laptop anschließe, der hoch sein wird. Dann gibt es hier hinten ein grünes Light, das aufleuchtet, wenn der Lader tatsächlich freut. Aber ich dachte, das sieht wirklich cool aus. Also habe ich mich dafür entschieden. Also empfehle ich nicht unbedingt, dies selbst zu tun, bis Sie sich bei Monport erkundigen, um mal zu sehen, wenn durch Ihre Garantie erlischt. Aber Sie Ihnen den Controller geschickt haben, wollen Sie sowieso, da Sie hier herumarbeiten. Also ist das vielleicht nicht der Fall, aber ich fand, dass es großartig aussah. Ich dachte, es wäre eine nette kleine Funktion hier, um diesen Controller irgendwie in den Vordergrund zu rücken, weil es ein sehr schöner Controller ist. Jetzt, da Sie den Netzschalter an Ihrem Überspannungsschluss gedrückt haben und alles eingeschaltet ist, wie also Sie haben Ihren Lüfter, Ihre Luftunterstützung, Ihren Schalter und eigentlich Ihren Controller leuchtet sofort auf. Sie sind fast fertig. Jetzt müssen Sie nur noch dieses Kabel an den USB-Anschluss Ihres Laptops anschließen, eine schnelle Einrichtung durchführen und dann Lightburn anzünden und schon können Sie in kürzester Zeit mit dem Schneiden beginnen. Gott, ich habe den Lightburn hier geladen. In diesem Menü hier unten sehen Sie eine Schaltfläche mit der Ausschnitt gehabt. Klicken Sie auf Gehalten. Ich habe diese bereits installiert.
weil ich jedoch nicht hierher gekommen bin, um meinen Laser zu finden. Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Anschluss angeschlossen ist. Klicken Sie auf Weiter, um nachzuschauen. Ich habe Ihnen für einen Laser gefunden und er sagte Ihnen, dass es sich um einen 300 bis 200 mm großen Laser handelt. Was im Grunde das ist, was er ist. Er ist knapp 12 plus knapp 9 Zoll groß. Also klicken Sie einfach hier, dann klicken Sie auf Card hinzufügen. Und es wird Sie durch diesen Prozess führen. Im Moment habe ich meinen Controller hier eingehitzt. Dann werde ich das hier unten einfach auf Monport umstellen. Sie können sehen, dass dort eine Besatzerleistung ankam. Im Grunde ist das, was die Maschine tut. Die Hilfhand fährt und jetzt kann es losgehen. Es ist ganz einfach. Ich habe also schnell hier etwas geschrieben. Danke, Monport. Dann ist es die Kontrolltafel, die ihr mir geschickt habt. Ihr könnt sehen, dass euer Herkunft in der liegt. Oben links können Sie das ändern. Hier können Sie in die Meter oben links gehen, wohin Sie wollen, sobald Sie denken, dass Sie als Hilfe gemacht haben, können Sie hier auf die Rahmen-Startfläche klicken. Sobald Sie das alles installiert haben, wird alles stattdessen über Lightburn ausgeführt. Ihres eigentlichen Lasers und das Steuerkreuzes oben sehen alle Ihre Schnitte in Ihren Ebenen vorbei. Hier können Sie Ihren Laser durch diese Cursor bewegen. Jedes Mal, wenn ich darauf klicke, sehen Sie, dass die grüne Linie weitergeht. Das bedeutet, dass es so ist. Ich habe mit dem Laser geredet, aber du bist gegangen, um mit Leitbehandlungen herumzuspielen. Komm hierher und mach ein paar ziemlich coole Sachen. Ich hoffe, du kannst mitmachen. Wenn du Fragen oder Kommentare hast, lass es. Mich bitte wissen, was ich in diesem Video noch besser machen kann. Und bis zum nächsten Mal. Sei ruhig.